Matthäus 5 und Vers 10 bis Vers 12. Wir haben mehrere Wochen gebraucht, durch die Seligspreisungen zu kommen. Und wir sind heute bei Nummer 8 und das ist auch das letzte. Und es ist ein bisschen anderes als alle anderen, denn alle anderen sind ein Satz mit Punkt und dann man geht zu den nächsten. Bei dieser, es gibt einen Satz, genau wie alle anderen, und dann Jesus hat Kommentar dazu gegeben, als er sagt, nicht nur die anderen, also allgemein Leute, die verfolgt sind, sondern er sagt in Vers 9, glückselig, oder in Vers 11, glückselig seid ihr. So ist ein bisschen anders als die anderen. So lasst uns jetzt lesen, Vers 10 bis Vers 12. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Lasst uns nochmals beten. Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, diese Stelle und welche Rolle Verfolgung hat in unserem Leben als Christen, auch heute. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns deine Gnade geben, damit wir verstehen werden, wenn wir verfolgt, wie wir darauf reagieren sollen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. So, die ersten 3 Seligspreisungen haben mit dem inneren Menschen zu tun. Die geistlich Armen, die Trauernden und die Sanftmutigen. Die nächsten 4 haben mit der Tätigkeit der Gläubigen zu tun. Also Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit gegenüber anderen, Reinheit des Lebens und Bemühung um Frieden. Dieser letzte steht dann allein. Es ist eine Aussage darüber, was Gläubige erwarten sollen, wenn sie nach den Prinzipien, die in den anderen sind, leben. Und das ist Verfolgung. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich Gottes. So zuerst der Anlass der Verfolgung. Es steht um der Gerechtigkeit willen. Paulus hat geschrieben in 2. Timotheus 3 und Verse 10 bis Vers 12. Er schreibt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonien und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen. Und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die Gottesfürstes leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Er sagt nicht, dass es gibt Ausnahmen. Er sagt, alle werden Verfolgung erleiden. Und Jesus sagt, dass sie sind glückselig, wenn sie um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und es gibt ein zweiter Anlass, und das ist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gottes Volk erfährt Verfolgung, weil
es Teil des Reiches der Gerechtigkeit ist. Also Menschen lieben Finsternis lieber als Licht, denn ihre Werke sind böse. Und wenn es gibt jemanden, der gehört zum Reich der Gerechtigkeit, sie werden sie verfolgen. Es wird immer so sein. Und so das ist der Anlass der Verfolgung. Nun in Vers 11, sagt, glückselig seid ihr. Jetzt, redet nicht nur allgemein, sondern genau zu seinen Jüngern, die neben ihm gesessen hat. Glückselig seid ihr, wenn sie euch smähen und verfolgen und lügnerische jegliches böse Wort gegen euch reden, meinetwillen. So, wie sieht Verfolgung aus? Das Aussehen der Verfolgung. Es gibt 3 verschiedene Wörter, die das verschreibt. Und so, wie sieht es aus? Erst Verschmähung. Smähen heißt verbal angreifen, tadeln oder verurteilen. Also, das ist etwas, was wir alles erlitten haben, irgendwann in unserem Leben. Und es ist besonders daran zu denken als Christen, dass wir werden geschmäht nur, weil wir Christen sind. Nicht auf irgendwelchen anderen Grund. Es ist zu erwarten. Lukas 6, Vers 26, Jesus sagt, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Also die Seelespreisungen in Lukas sind ein bisschen anders als die in Matthäus Evangelium, obwohl die waren möglicherweise in der gleichen Predigt gegeben. Matthäus hat auf irgendwelchen Grund die Wehe nicht gegeben. Die passt zusammen mit den Seelespreisungen. Lukas aber hat das gemacht und er sagt, dass das Gegenteil, wenn Leute gut von euch reden, das ist besonders schlecht. Denn sie haben genauso geredet über die Propheten. Und dann, es gibt auch Verfolgung und eigentlich alle diese 3 Wörter sind Verfolgungen, aber jetzt ist das Wort nochmals hier als Verfolgung, als etwas bestimmt. Und das ist das hinter jemand hergehen, eventuell ihn zum Zweck des Schadens einzuholen. Das ist, was Verfolgung bedeutet. Also die jagen uns nach, weil die möchten uns schmähen und die anderen Sachen, die hier sind. Und dann das dritte ist Verleumdung. Und das ist also lügnerisch, jegliches böse Wort gegen euch reden. Und das ist, wie es aussieht. Und Jesus sagt, das ist zu erwarten. So nun in Vers 12, wir finden die Antwort auf Verfolgung. Also was sollen wir tun? Er sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und es gibt eigentlich 3 verschiedene Antworten, die wir haben sollen auf Verfolgungen. Und das erste, es ist deutlich geschrieben, er sagt, freut euch und jubelt. Also wir sollen mit Freude darauf reagieren. Freut euch und jubelt. 1. Petrus 3. Petrus hat vielleicht mehr über dieses Thema geschrieben im Vergleich zu wie viel er geschrieben hat als die meisten anderen. Also es gibt ein paar Stellen, wo er hat über dieses Thema geschrieben. Und eines 1. Petrus 3, 14 bis 16. Und es ist eigentlich ein Kommentar zu dieser Seelespreisung. Er hat zu Anfang es, also nicht wörtlich zitiert, aber in anderen Worten, er hat es nochmals gegeben. Doch, das ist Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet, der Gerechtigkeit willen,
glückselig seid ihr. Und dann sagt, ihr Treuen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, dem Herrn, in eurem Herzen. Also ihr seid verfolgt um der Gerechtigkeit willen. Er sagt, sei nicht beunruhigt, sondern heiligt Gott in eurem Herzen. Und dann er sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Erbietung. Also er sagt, ihr sollte, wenn ihr Verfolgung bekommt, ihr sollte bereit sein, eine Antwort zu geben. Also eine Verteidigung von das, was du glaubst. Und so, es ist eine Gelegenheit, wenn du verfolgt wirst, es ist eine Gelegenheit, mit Leuten zu reden über Jesus Christus und zu erklären, warum du glaubst, was du glaubst. Und dann es geht weiter, es steht, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche eure guten Wandeln in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Er sagt, bewahrt ein gutes Gewissen. Damit, wenn du diese Gelegenheit hast, du kannst reden und die können nicht auf irgendwas zeigen in dein Leben und sagen, ja, du sagst, du bist Christ, aber in Wirklichkeit, du bist nichts. Denn ich habe gesehen, was du tust und wohin du gehst und alle diese Sachen. So wir sollen ein gutes Gewissen bewahren. Und so zunächst, das bringt uns zur Apostelgeschichte 5 und Vers 41. Und wieder, es ist Petrus, der in der Geschichte ist hier, obwohl seine Namen sind nicht in diesen Versen. In Apostelgeschichte 5 und Vers 41 steht, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag in der Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Sie waren fröhlich, sie freuten sich darauf, dass sie wurden verfolgt, weil es führt zu einer Gelegenheit, zu reden über Jesus Christus. Wenn wir sind verfolgt, wir denken meistens nicht, schon gut, ich habe jetzt eine Gelegenheit, ich kann reden über Jesus Christus. Meistens wir machen das Gegenteil, wir gehen in die andere Richtung weg und wir freuen uns nicht darauf. Aber Petrus hat gesagt, oder Lukas hat geschrieben über Petrus, dass sie waren fröhlich, wenn sie weggegangen waren. Und Jesus hat gesagt, freut euch und jubelt. Und das bringt uns dann zu der zweiten Antwort auf Verfolgung. Und das ist Friede. Er sagt, euer Lohn ist groß, wo? Im Himmel. Nicht auf Erden, im Himmel. Unser Lohn ist groß im Himmel. Jesaja 32 und Vers 17. Jesaja 32, Vers 17 steht, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Das ist, was Jesus meinte, wenn er sagt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn der Werk der Gerechtigkeit ist Friede auf ewig im Himmel. Solange als wir hier auf Erde sind, wir werden Verfolgung erleiden. Aber dafür haben wir einen Lohn in Ewigkeit. Und das ist Friede. 1. Petrus 2, 19 bis 20. Eine andere Stelle vom 1. Petrus, wo er redet über Verfolgung. Und es steht das, denn das ist Gnade.
Gnade ist ein interessantes Wort. Es ist, vielleicht manche von euch haben eine andere Übersetzung und ihr seht, dass es steht hier nicht Gnade, sondern Wohlgefälles. Denn Gnade, das griechische Wort für Gnade, hat eine breitere Bedeutung als das, was wir normalerweise es nutzen. Und in diesem Fall, es bedeutet Wohlgefälles, also es ist Gott Wohlgefälles, ist was hier gemeint ist. Es ist ähnlich wie im Alten Testament, wo wir lesen, dass Noah hat Gnade gefunden im Gottes Augen. Also er war Gott Wohlgefälles. Und so es steht hier, denn das ist Gnade oder das ist Wohlgefälles, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesund ist habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, oder man kann sagen, das ist Wohlgefälles bei Gott. Gott sieht das und es gefällt ihm, dass wir leiden um seinetwillen, um Gerechtigkeit. Wenn er sieht, dass wir leiden, weil wir Gesundheit, das gefällt ihm nicht. Aber wenn er sieht, dass wir um seines Willen leiden, das gefällt ihm. Genau wie es seinem Vater gefallen hat, als er gesehen hat, als Jesus für uns gelitten hat am Kreuz. Leiden um Gerechtigkeit willen, das ist Gott Wohlgefälles. Leiden, weil wir sind dumm oder haben irgendwelche Sünde gemacht, das ist nicht Gott Wohlgefälles. Und so die Antwort auf Verfolgung: erstens Freude, zweitens Friede und drittens Fokus. Es steht, denn ebenso haben sie den Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wenn wir denken an, wie die Propheten gehandelt wurden und wie Jesus Christus gehandelt wurde, das bringt das alles im Fokus und wir haben dann einen besseren Blick von das alles. Jeremia 7 und Vers 25 bis Vers 26, es steht, von dem Tag an, als eure Väter aus den Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag, habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt. Und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarker und böser als ihre Väter. Diese Stelle wurden in den Hauskreis vom Uwe dieser Woche. Und so wir haben dann auch geschaut in 2. Mose, wo Gott schaut runter und sagt, das ist ein halsstarkes Volk. Und Jeremia sagt, von dem Tag, oder eigentlich Gott redet mit Jeremia und er sagt, von dem Tag bis jetzt, ich habe täglich Propheten gesandt. Meine Knechte, ich habe Propheten gesandt. Das heißt, dass es gab viel mehr Propheten im Alten Testament, die wir nicht kennen, als die wir haben die Namen, denn er siegte die täglich. Also viele Propheten, die wir kennen nicht, denn ihre Namen sind nicht in der Bibel. Er hat täglich Propheten gesandt, immer wieder. Und er sagt, ich machte mich früh auf. Also Gott muss nicht schlafen. Aber manchmal er redet in Worten, die wir verstehen werden. Er sagt, ich war früh aufgestanden, um Propheten zu senden. Das zeigt, dass er hat sehr viel Liebe für Israel und dass er war langmutig gegenüber Israel. Denn er schickte einen Prophet nacheinander. Und dann endlich hat er seinen eigenen Sohn gesandt.
Und die waren immer noch halsstark wie ihre Väter. Und dann wir haben dann geschaut in Apostelgeschichte, die Geschichte von Stephanus, sehr gepredigt hat. Und hat gesagt, ihr seid immer noch halsstarker wie ihre Väter, indem ihr habt der Sohn Jesus Christus auch verfolgt und gekreuzigt. Apostelgeschichte 15 und Vers 18 bis Vers 20. Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich von euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihr lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das Ohr argwöhnisch Acht haben. Kurz nach wir nach Königs Wusterhausen gekommen waren, wir haben, als wir erst in Königs Wusterhausen gekommen waren, wir haben 2 Leute, die wir kennengelernt haben von dieser Gegend. Also Lese ist einer von denen, ist heute hier. Die andere war Winke. Und wir haben mit sie geredet und sie hat uns geholfen, eine Hauskreis zu organisieren mit ihrer Oma in Mittenwalde. Und wir haben das dann gehabt für mehrere Wochen und dann die Oma hat uns geholfen, unsere erste Adventskaffee zu organisieren, auch in Mittenwalde. Und Morena und Dennis und Lisa waren alle dabei. Und wir haben als Gastprediger jemanden aus Hamburg, Norderstadt, Tim Peterson, hat für uns gepredigt. Und er hat gesagt, dass Jesus Christus ist der einzige Weg. Und das war die Wahrheit. Und das hätte er sagen müssen, denn es ist die Wahrheit. Aber eine, die da waren, ist nie wieder gekommen, weil sie haben gesagt, er hat gesagt, dass Jesus Christus ist der einzige Weg. Die Leute hassen uns, denn wir sagen die Wahrheit, dass Jesus Christus ist der einzige Weg. Wir können unsere Botschaft ändern, damit die Welt uns liebt. Aber dann wir müssen Falschheit reden und nicht der Wahrheit. Und ich würde lieber gehasst werden von allen Menschen in der Welt, als dass sie mich liebt, indem ich immer die Wahrheit sage oder das Falsch sage. Also ich würde lieber, dass sie mich hasst, weil ich habe durch Gerechtigkeit gepredigt. Und bin ich dann verfolgt um Gerechtigkeit willen. Jesus sagt, ich bin geseligt. So was ist die Schlussfolgerung von das alles? Wenn anderen uns schmähen und folgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen uns reden um der Gerechtigkeit willen, was machen wir? Freuen wir über die Gelegenheit für Christus zu leiden? Also öfter nicht. Wir freuen uns nicht, denn es ist nicht sehr viel Spaß, verfolgt zu werden. Aber das ist, wie Jesus sagt, wir reagieren sollen. Bringt uns das Wissen, dass unser Lohn im Himmel ist, Frieden? Unser Lohn ist im Himmel, nicht hier auf Erden. Und hilft uns das Wissen, dass sie auch Christus verfolgt haben, uns auf den anstehenden Auftrag zu konzentrieren. Wo ist
unseres Volkes. Wir sind hier, weil Jesus hat uns gesagt, dass wir sollen das Evangelium verkündigen. Er hat gesagt, dass es ist seine Wille, dass seine Kinder mit ihm seid. Das heißt, es ist seine Wille, dass wir mit ihm sind im Himmel. So warum, wenn jemand den Glauben annimmt, sind die nicht sofort entwucht? Es ist Gottes Wille, dass sie im Himmel mit ihm sind. Warum sind sie nicht sofort entwucht? Weil es ist besser, dass wir hier bleiben, damit wir das Evangelium verkündigen können an andere. Paulus hat genau das Gleiche gesagt. Er sagt, dass es war schwierig für ihn zu entscheiden zwischen zwei Dingen, die beide gut waren. Eine war zum Sterben und mit in Christus zu sein. Und er sagt, das ist das am besten, was ich haben kann. Aber er sagt, es ist nötig, dass ich hier bleibe. Denn der Herr hat vor, dass ich weiter das Evangelium verkündige. Er war zum Teil im Gefängnis, er war verfolgt. Oft hat er Schläge bekommen, aber er freut sich, dass er würdig war, zu leiden für Jesus Christus. Sind wir auch so. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese Stelle und auch für die Gelegenheit, die wir haben, das Evangelium zu verkündigen in der jetzigen Zeit. Und Vater, zur Zeit, wir haben noch Freiheit und wir können das Evangelium verkündigen. Aber wie es geht mit der Welt, wir wissen nicht, wie lange diese Freiheit noch geben wird. Und Vater, ich bete, dass wenn es kommt zu dem Fall, dass wir leiden müssen um Gerechtigkeit willen, Vater, ich bete, dass du wirst bei uns stehen und dass wir werden den Mut haben, immer weiter das Evangelium zu verkündigen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.